Alle so Augenring. Ich höre es, meine Stimme ist noch nicht so da, weil wir leben natürlich auch ein bisschen gerne. Also, dass es ein bisschen schöner tönt für alle. Mach doch du noch ein bisschen Werbung, was wir alles so da machen. Wo bist du gerade dran? Ja, ich will meine Stimme schon. Ja, ist gut. Okay, gut. Ich sage schon mal Tschüss miteinander. Ein klassischer Problemfall. Faro Basso auf Italienisch oder Lampen unten auf Deutsch. Wideframe, erste Generation Vespa, das ist ja eigentlich das, was ich wirklich am meisten Herzschlag habe. Da bin ich so richtig daheim. Der Motor, der ist aus diversen Motoren zusammengebaut. Und es hat einfach nichts gepasst. Am Schluss haben wir eigentlich herausgefunden, dass die beiden Gehäushälften sind, eine Hälfte ist von einem 150er Modell und die andere Hälfte ist von einem 125er Modell. Zugelassen ist es als 150er Vespa, der wird den 150er Zylinder natürlich auch drauf haben. Da ist einfach da, der Zylinderfuß ist bei denen länger. Die Distanz von da oben, da runter, ist beim 150er Zylinder, weil er ja mehr Hub hat, länger als beim 125er. Also muss auch entsprechend im Gehäuse muss es auch länger sein. Und jetzt ist eben auf dieser Seite fehlen 3-4 mm. Und das hat dazu geführt, dass man da eine riesige Bastelei losgetreten hat. Also es hat dann etwa den Fuß da abgedreht. Man hat dann den Kolben verkürzen. Da ist es dünner, da ist es dicker, weil der Kolben natürlich da unten auch am Gehäuse angestanden ist. Dass es dann am Schluss wieder aufgeht, hat man noch irgendwie versucht, mit so einer morddicken Fußdichtung etwas zu basteln. Und am Schluss hat er noch 5 Bar Verdichtung gehabt, was natürlich zu wenig ist. Er müsste etwa 6,5, 7 Verdichtung haben. Dieser Vespa 150 Motor, der ist eigentlich ziemlich stark verwandt mit dem AP 150 Motor. Die 150er Vespa, die hat einen Nasenkolben. Das schaut so aus, der hat eine Nase. Und zur Leistungssteigerung hat man bei der AP Flachkolben eingebaut. Entsprechend ist dann eben der Brennraum bei Nasenkolben und bei Flachkolben unterschiedlich. Das ist der Brennraum für einen Nasenkolben, der ist natürlich größer, weil dieser Kolben höher aufbaut. Das wäre der Kopf für Flachkolben, der hier schon angedeutet eine Quetschfläche hat. Zur Leistungssteigerung hat man eben diese Vespa auf AP-Zylinder und Kolben und Kopf umgebaut, was durchaus Sinn macht. Dummerweise hat der irgendwann mal geklemmt und diese AP-Kolben sind zurzeit nicht lieferbar. Also hat man versucht, das Ganze wieder zurück auf Nasenkolben zu bauen, aber es standen nicht die richtigen Teile zur Verfügung, respektive kam dann irgendwann diese Problematik, dass eben das Gehäuse nicht stimmt. Den Motor, den müssen wir jetzt rausnehmen und zerlegen und das nachspindeln. Ich bin aber kein Fan von Mischen von Gehäusen, weil ich der Meinung bin, dass in der Fertigung im Werk die Gehäuse immer miteinander bearbeitet sind worden. Sie haben auch entsprechend immer also 2 Nummern auf beiden Hälften. Da müssen wir jetzt mit dem Kunden telefonieren. Ich habe in meinem Fundus noch einen passenden Motor. Da schauen wir dann, was wir machen. Aber das Projekt ist da eigentlich einmal gestoppt. Da muss man jetzt wirklich zuerst schauen, wohin geht die Reise. Willkommen bei mir. Wir haben heute wieder mal einen Puch auf der Bühne. Er braucht wieder mal Liebe. Hat auch Liebe verdient. Und einen Hauptständer montieren. Das letzte Mal ist die Schraube unten im Motor abgebrochen. Und ich könnte mir vorstellen, dort unten ausbohren und mit dem Linksausdreher oder mit unserem Trick 77, mit dem Torx, das rausnehmen, willst du nicht. Darum drückt man die Daumen. Jetzt gehe ich zuerst mit dem M6 Gewindschneider. Wie das aussieht, hat ja 3 Schrauben. Die im Puch können, die wissen ja das. Jetzt schaue ich einmal, wie das Gewinde dann so. Aha. Also einerseits ist es schön, wenn das falsches Gewinde beschädigt ist, können wir es nachschneiden. Andererseits habe ich den Dreck dann gerade draussen. So 1 von 3 haben wir schon mal Schwein. Freude herrscht. Ja. Nein, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so eine Übung, um das auszubohren. Jetzt merke ich, jetzt habe ich Widerstand und jetzt einfach fein dürfen wir noch ein bisschen. Und jetzt muss ich sagen, jetzt wird es zu viel. Wie wenn ich jetzt weiter drehe, wäre ich irgendwann dann im Motor rein. Und dann haben wir ein Loch. Und das wollen wir nicht. Dann muss man den Motor komplett zerlegen und das reinflicken. Ist halt ein Flick, bleibt ein Flick. Also,
So, jetzt schauen wir noch Nummer 2 und 3. Schwein, aber der ist gut. Juhu, heute. Das ist ein guter Tag, das wird ein guter Tag. Die schon mal einen Ständer verbaut haben beim Puch, die wissen schon. Es lohnt sich, hier ein bisschen mehr Geld auszugeben und die 1A-Qualität zu nehmen. Wenn sie die einmal bügen, in dem Werk, wo sie produziert werden, dann ist das Rohr nicht mehr ganz rund. Und dann bleibt euch nichts anderes übrig, als Feilen und schleifen, bis der Ständer super läuft. Das ist ja die Unterschale. Und die Oberschale ist im Motor. Und wenn ihr jetzt hier mit diesen 3 Schrauben da festmacht und dann dünnt ihr den Ständer rauf, dann habt ihr hier eine wahnsinnige Gewalt drauf. Und wenn ihr Pech habt, reisst es euch die Schrauben zum Motor raus. Ich tue die einmal jeweils ein bisschen anzeichnen, die Schrauben mal 4 anziehen und dann drehen mal 2, 3 Mal so. Und dann sieht man genau, wo die Stellen sind, wo ihr ein bisschen klemmt. Und dann könnt ihr feilen. Wieder schwarz anmalen jetzt beim Chromigen. Wieder drüllen, bis ihr den wirklich festziehen könnt. Und dann sollte der Ständer relativ ring auf und runter gehen. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Richtige Schraubenlänge. Das ist ja das Gleiche, wie wir vorhin schon gesagt haben. Wenn der zu weit geht, gibt es ein Loch ins Gehäuse. Wenn ich jetzt lange Schrauben nehme, ditto. Jetzt, ich mache es jetzt gerade auf die altmodische Art, weil es hat nicht jeder eine Tiefenlehre oder eine kurze Schublehre, das er da mag. Dann nimmt man eine Schraube, schraubt das hier, bis er merkt, oh ja, jetzt bin ich dann am Anschlag. So, jetzt ist sie fest. Dann mache ich mir hier einen Strich. Wenn ihr jetzt die Markierung anschaut, also haben wir hier rund 15 bis 18 mm ist es drin, das lange Pforung. Jetzt nehme ich die Markierung hierher. Und jetzt seht ihr ganz genau, wenn ich es jetzt einschrauben würde, dann ist genau das bisschen zu viel. Gut 3 mm zu viel. Ich tue ja hier eine Unterlagsscheibe drauf. Sind es nur noch 2 mm zu viel, dann nehme ich eine Schraube, die 5 mm kürzer ist und dann habe ich die Richtung. Darum musst du immer nüchtern arbeiten, weil sonst irgendwann hast du ihn dann im Maul. Ach, deshalb? Ja. Wichtig ist, ihr müsst ihn so locker rauf tun. Da hat er jetzt beim Motor noch ein bisschen viel Spiel, aber es ist absolut okay, ein bisschen Spiel. Das Fett muss ja auch Platz haben, aber so ist gut. So passt das. Jetzt noch Federn einhängen und dann würde ich sagen, bis ein anderes Mal. Danke fürs Zuschauen. Also, da hätten wir nochmal einen Kandidat aus dem Vespa-Ecke. Den Motor kennen wir schon, den haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Den haben wir eingebaut, sind gefahren, haben den Vergaser sauber abgestimmt, die Zündung abgeblitzt, alles gut. Aber infernalen Auspufflärm. Mit Leckspray suchen, wo kommt etwas raus und absolut nichts gefunden. Am Schluss haben wir den Zylinder nochmal demontiert. Bei diesen Supersport-Zylinder hat es ja da das Abgasrohr und das ist ja in den Zylinder eingeschraubt. Und bei diesem Kollegen hat sich das immer wieder gelöst und irgendwann einmal hat er die Geduld verloren und hat das da festgeschweißt. Kann man machen, nennt sich russische Methode. Wichtig, man sollte halt das Rohr vor dem Einschweissen hinten ins Gewinde hineinschrauben. Das Rohr ist nur reingesteckt. Wir können nachher mit der Taschenlampe reinleuchten und dann sehen wir, dass da unten, was Gewinde ist rundum offen. Die ganzen Abgase sind da im Zylinder vor dem Rohr rausgekommen. Und darum infernalischer Krach. Das können wir leider nicht mehr retten. Bis wir da die Schweißnaht aufgefräst haben, sind wir alt und weise. Es gibt da die berühmt-berüchtigten Reproduktionszylinder vom Scooter Center. Wenn man weiss wie, dann kann man die verwenden. Das Problem ist ja, die sind aus Indien schon mit einer zu grossen Bohrung gekommen. Ich habe jetzt noch in Italien
es ist ein 16 oder 17 Übermaß gefunden. Ich habe jetzt nochmal passende Kolben bestellt. Man muss nachher da die Fläche nochmal nachfräsen, die ist nicht plan. Die 3 Gewinde sind krumm. Da habe ich extra mal auf meiner Fräsmaschine ein Programm gemacht. Die Gewinde aufbohren, mache Gewindbüchsen rein und schneide gerade die Gewinde in den Zylinder. Dann ist nachher auch der Vergaser dicht. Das war es aus dem Wespo-Ecke. Wir freuen uns auf euren Besuch und auf eure Aufträge und wünschen euch einen schönen Sommer, wenn er dann kommt.